Wenn ich hier in der Werkstatt ein Video drehe, beginnt danach meist erst die Wanderschaft. Speicherkarte raus, alles hoch zum großen Schnittrechner bringen, Material kontrollieren, sichern und eventuell wieder zurück in die Werkstatt. Und wenn ich dann hier in meiner Werkstatt einfach noch mal ein bisschen was recherchieren möchte, ein Smart Home Gerät steuern möchte oder einfach nur meine Aufnahme anschauen möchte, fehlt mir genau an diesem Arbeitsplatz das richtige Werkzeug dafür. Und genau dieses Problem soll hier dieser kleine Mini-PC für mich lösen. Aber lohnt sich so eine Investition überhaupt oder stelle ich mir hier nur einen zusätzlichen unnötigen Stromverbraucher in die Werkstatt? Genau das finden wir jetzt einfach mal heraus. So, und hier wäre das Gerät. Wir packen es mal aus. Der GEECOM A7 wurde mir nebenbei bemerkt vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Davon bleibt aber der Test hier unberührt. Wir schauen uns das Gerät vollkommen unvoreingenommen an. Wir sehen, das Gerät wird jetzt hier einfach mal ausgepackt und er muss heute bei mir 4 Aufgaben schaffen. Er soll zum einen meine Smart Home Zentrale werden, mein Videomaterial einlesen und vorsortieren, natürlich auch die Dateien im Netzwerk sichern und dabei natürlich deutlich sparsamer sein als mein großer Schnittrechner. Und was natürlich für mich auch äußerst wichtig ist, wir probieren natürlich auch nochmal aus, ob dieses winzige Teil in der Lage ist, meine Videos sogar zu schneiden. Aber vorher schauen wir uns das Gerät mal etwas näher an. Den Lieferumfang habt ihr schon gesehen, hier ist nichts Spektakuläres dabei. Ein Netzteil, HDMI-Kabel, das Gerät, aber natürlich auch hier eine Schnellwechselplatte, Befestigungsplatte. Diese könnt ihr an die Wand oder sonst irgendwo anschrauben und könnt dann hier dieses Gerät quasi schnell einhängen und auch wieder schnell entfernen. Was bringt der GEECOM A7 mit? Wir schauen mal kurz über das Gerät. Wir haben hier ein robustes Metallgehäuse, wahrscheinlich Aluminium. Hier an der Seite 2 Lüftungsöffnungen, dementsprechend wird das Gerät gut gekühlt. Dann schauen wir mal auf die Vorderseite. Hier seht ihr auch sofort die extrem geringe Bauhöhe von nur ca. 3,7 cm. Übrigens, der GEECOM A7 ist auch nur 11 x 11 cm klein, kann man hier schon sagen. Also wirklich sehr handlich. Auf der Vorderseite sehen wir hier einen Power-Button, einen Anschluss für ein Headset und 2 der 3 USB-C 3.2 Gen 2 Typ A Anschlüsse. Das ist also schon mal ziemlich vielversprechend. Dann drehen wir das Gerät etwas rum. Hier sehen wir einen Kartenleser, der ist für mich natürlich sehr wichtig. So kann ich meine Videodaten auslesen. Hier wäre natürlich nochmal interessant, wie schnell dieser ist. Dann drehen wir nochmal auf die Rückseite. Hier sehen wir unseren Stromanschluss für das Netzteil. 2 HDMI-Anschlüsse, also 2 Monitore sind möglich. Ganz besonders hier, wir haben hier einen Netzwerkanschluss, einen Ethernet-Anschluss, dementsprechend RJ45 mit 2,5 Gigabit. Das ist natürlich ziemlich schnell und auch für mich sehr wichtig, wenn ich meine Videodaten schnell übertragen möchte. Dann haben wir hier 2 USB-C-Anschlüsse. Diese beiden USB-C-Anschlüsse unterscheiden sich leicht. Hier drüben haben wir einen USB 4 Generation 3 und hier drüben haben wir einen USB 3.2 Generation 2. Des Weiteren sehen wir hier noch 2 USB-A-Anschlüsse. Hier unten ein ganz normaler Standard USB 2.0 Typ A und hier oben ein etwas schnellerer oder ein deutlich schnellerer USB 3.2 Anschluss. Und somit wären wir hier auch durch. Schauen wir noch mal kurz in das Innere, denn das interessiert mich auch. Hierzu nehmt ihr einfach hier unten diese Füßchen ab und öffnen so das Gehäuse. Damit schauen wir quasi mal unter die Haube. Hier befindet sich eine Metallplatte, diese lösen wir eigentlich auch nochmal. Ganz wichtiger Hinweis, beim Öffnen des Deckels entfernt ihr wahrscheinlich hier diese Antenne. Diese müssen wir dann unter der SSD wieder anbringen nach dem Zusammenbau. Wir schauen uns aber das mal etwas näher an. Was für mich natürlich sehr wichtig ist, ist der Arbeitsspeicher. Hier haben wir selbstverständlich DDR5 Arbeitsspeicher verbaut. Arbeitsspeicher ist im Moment extrem teuer, deswegen sind hier in meinem Modell nur 16 GB verbaut. Wir können aber bis auf 64 GB aufrüsten. Das sehen wir durch diese Module. Hier können wir ein zweites Modul auch einfach dazu stecken. Als CPU kommt hier der AMD Ryzen R5 7545U zum Einsatz. Hier drüben seht ihr die fest verbaute SSD. Diese kann natürlich auch getauscht werden. Wie einfach das funktioniert, zeige ich euch einfach mal. Hier auch die Schraube lösen und einfach die SSD herausziehen. Alles in allem macht das einen sehr kompakten Eindruck. Schauen wir einfach mal, was das Gerät leisten kann. Das heißt, ich baue es wieder zusammen und wir testen es einfach mal. Wichtig natürlich die Antenne, die ich jetzt hier aus Versehen gelöst habe, drücke ich hier einfach wieder auf und baue wieder alles in den Urzustand.
Eine wichtige Anmerkung: Für mich ist natürlich als Videoproduzent extrem wichtig, dass diese Geräte viel Speicher und viel RAM haben. Wichtig zu erwähnen, ihr habt ja gesehen, man kann das tauschen und auch wechseln, aber wir haben leider 2026, derartige Komponenten sind im Moment so teuer, dass das im Moment für mich nicht in Frage kommt. Aber es ist schön zu wissen, dass es funktioniert, und vielleicht wird im nächsten Jahr der Speicher etwas günstiger und dann können wir das eventuell doch nochmal erweitern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schließen wir den Mini-PC einfach mal an einen Monitor an und lassen ihn einfach mal hochfahren. Wichtig zu erwähnen, Windows 11 ist ja hier schon installiert. Das ist jetzt der Erststart. Mal sehen, wie schnell das Gerät startet. So, bis hierhin waren es ungefähr 40 bis 50 Sekunden und wir kommen in den Standard Windows Einrichtungsbildschirm. Das fahre ich einfach mal schnell durch. Und dann geht's weiter. Um den Mini-PC bedienen zu können, braucht ihr noch eine Maus und eine Tastatur. Damit ich hier meine USB 3.2 Anschlüsse nicht belege, habe ich hier hinten einfach den USB 2.0 Anschluss verwendet, mit einem Hub verbunden, und so schließe ich eine zusätzliche Tastatur und eine Maus an. Ganz wichtig, das könnt ihr auch im Nachhinein machen, das sind ja USB-Geräte und ihr seht, alles funktioniert hier tadellos. Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E sind hier natürlich mit an Bord. Ihr seht es sofort, meine Funknetzwerke werden hier sofort erkannt und ich kann hier auch mit schönem Wi-Fi 6E super schnell ohne meinen LAN-Port surfen. So, nachdem jetzt hier alles läuft, kommen wir zu den ersten Tests. Das wäre eine Standardaufgabe, wie ich sie als YouTuber ständig durchführen muss. Ich muss was im Internet suchen, muss ein paar Internetseiten öffnen, YouTube, E-Mail, alles halt direkt über den Webbrowser. Wir machen mal mehrere auf. Ich gebe jetzt einfach mal hier in der Websuche mich selber ein und wir sehen, wir finden mich sofort. Das heißt, wir machen hier einfach mal diverse Tabs auf. Wir öffnen einfach mal mich direkt auf YouTube. Dann können wir nochmal direkt nach meiner Homepage googeln. Die können wir auch gleichzeitig aufmachen. Währenddessen das läuft, machen wir einfach noch ein paar YouTube-Videos auf, wie zum Beispiel hier mal meine Flohmarkt-Box folgen. Wir schalten mal den Ton aus und wir machen mal mehrere Videos gleichzeitig auf, um zu schauen, dass das auch parallel läuft. Hier ist ein Video, hier ist ein Video und hier ist ein Video auch noch parallel offen. Und ihr seht, das läuft alles recht flüssig. Da können wir parallel vielleicht auch nochmal meinen Home-Assistenten öffnen. Und wie ihr seht, das läuft alles tadellos parallel. Zweite Kernaufgabe: Videomaterial sichten und übertragen. Der Mini-PC hat ja hier drüben einen SD-Kartenschlitz. Mal schauen, wie schnell der so ist. Hier können wir sofort drauf zugreifen. Videomaterial wird erkannt, kann wiedergegeben werden. Wichtig aber zu erwähnen, ich verwende hier eine Karte mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 200 Mbits die Sekunde. Das ist also ein Flaschenhals. Nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich schnell. Mal schauen, was bei größeren Dateien hier rumkommt. So, hier haben wir eine 6 GB große Datei. Die kopieren wir jetzt einfach mal auf C. Und wir haben jetzt hier ungefähr 100 Mbits die Sekunde. Das liegt aber am Kartenleser. Der hier verbaute Kartenleser ist nicht langsam. Es gibt aber auch schnellere Kartenleser. Aber wie gesagt, wir haben ja hier an dem Gerät auch USB 3 Schnittstellen, die dann deutlich höhere Übertragungsraten gewährleisten. Hier könnten wir dann unseren eigenen Kartenleser anbringen. Der ist dann deutlich schneller. Und nun ja, behaupten kann man viel. Das testen wir einfach mal. Einen schnelleren Kartenleser hier dran. SD-Karte umgesteckt. Und das Ganze nochmal. Und siehe da, schnelleres Lesegerät, schnellere Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir die Datei am Rechner liegen. Zum Schneiden gebe ich sie aber meistens an einen anderen Rechner weiter. Also testen wir mal die Netzwerkgeschwindigkeit. Jetzt sind wir im WLAN unterwegs. Das heißt, die WLAN-Geschwindigkeit können wir ja mal ganz einfach testen. Wir haben eine 1000 Mbit Leitung von der Telekom liegen und mal schauen, was wir hier über das WLAN rüberdrücken können. Wie gesagt, da gibt es viele Flaschenhälse. Auch hier mein Access Point könnte hier Probleme machen. Aber wir schauen einfach mal, was hier bei dem Gerät ankommt. Und das sieht doch schon mal für eine WLAN-Verbindung sehr gut aus, wenn ich eine 1000er Leitung hier liegen habe und es kommen immer noch beim Rechner ja, 850 über WLAN an. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist also top. Dann haben wir doch aber noch diesen rasend schnellen Netzwerkanschluss hier hinten, 2,5 Gigabit. Das will ich auch mal schauen, ob ich das übertragen kann. Meine Netzwerkleitung gibt das auf jeden Fall her. Also rein damit.
So, die Ethernet-Leitung ist angeschlossen. Wir schauen mal, was hier bei Windows steht. 2,5 Gigabit die Sekunde. Das heißt, wir haben die volle Übertragungsgeschwindigkeit an der Leitung anliegen. Wir machen hier nochmal unseren Speedtest. Und auch hier in etwa dieselben Ergebnisse wie vorhin, knapp um die 900 Mbits die Sekunde. Das ist aber jetzt kabelgebunden, also vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Das ist okay. Wichtiger für mich ist, wie schnell kann ich meine Daten rüber zu meinen anderen Rechnern schieben. Dazu verschiebe ich die Daten einfach mal hier im Netzwerk von Gerät 1 auf Gerät 2 über mein Netzwerkkabel. Und ihr seht, ja, so um die 280, 290 Megabyte die Sekunde, Entschuldigung, Versprecher, Megabyte die Sekunde. Und ihr seht, das rast nur so rüber. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur Königsdisziplin, Videoschnitt. Wie ihr seht, Adobe Premiere startet reibungslos. Und wir legen einfach mal los, erstellen mal schnell ein neues Projekt. Gehen einfach mal gleich in die Schnittansicht und ziehen hier die Datei rüber, die ich gerade eben auf den Rechner geholt habe. Einfach rüberziehen, in die Spur legen. Und ihr seht, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich kann das Video schrubben. Wie gesagt, ich arbeite ausschließlich in UHD, 4K oder teilweise 8K. Und wenn ich schon das Material hier einfach schrubben kann, das heißt mich schnell in dem Material bewegen kann, ist eigentlich alles schon mal ziemlich gut. Jetzt können wir hier einfach mal ein bisschen rumcutten, indem wir hier ein bisschen was rausschneiden. Das ein bisschen zusammenziehen. Machen wir mal eine etwas härtere Blende rein. Die ziehen wir auch mal richtig schön groß. Dann hauen wir nochmal einen Effekt rein, der ziemlich viel Rechenleistung zieht. Wir machen einfach mal das Bild schön unscharf. Ihr seht, das funktioniert. Einen ganz kleinen Stocker hatte ich jetzt hier schon drin. Und wenn ich das jetzt abspiele, läuft das Video relativ flüssig. Wir gehen mal zu der Stelle, wo ich den Schnitt gemacht habe. Spielen hier weiter ab. Ja, der Schnitt hängt etwas und hier hat er etwas zu kämpfen. Also mein unscharf gemachtes Video bringt ihn schon ganz schön an die Grenze ran, aber ein Arbeiten ist hier noch mit möglich. Man könnte jetzt hier in dem Schnittprogramm die Wiedergabequalität etwas runtersetzen auf 1/8, sage ich einfach mal. Und dann läuft es selbst hier auf dem Mini-PC reibungslos. So, dann gibt es noch ein paar Zusatzeckpunkte, die ich noch auf jeden Fall mit reinnehmen möchte, weil die Fragen kommen bestimmt. Schauen wir mal auf den Energieverbrauch. Ich habe hier so einen kleinen Stromzähler drangehangen. Wir sind um die 30 bis 40 Watt. Haben wir jetzt gezogen beim ganz normalen Betrieb. Aber ich weiß ganz genau, 2 Fragen kommen bestimmt gleich unter den Kommentaren noch. Wie sieht es mit Gaming aus und wie laut ist das Teil? Das möchte ich mal ganz einfach rausfinden, indem wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir starten mal ein PC-Spiel und schauen mal, wie viel Strom er braucht, wie laut er ist und was überhaupt möglich ist. So, für den Gaming-Performance-Test will ich jetzt nicht übertreiben. Das ist keine Steam-Maschine, also man sollte hier nicht zu viel erwarten. Fangen wir einfach mal mit einem ganz einfachen Spiel an. Das ist ein Indie-Spiel, was ich manchmal spiele. Das ist The Last Starship. Das dürfte sehr ressourcensparend sein. Ich habe hier drüben mal die Strommessapparatur hingestellt. Ihr seht im Moment um die 11 Watt. Wir starten das Spiel. Ihr seht, das läuft alles bis jetzt tadellos. Hier ist diese kleine Intro-Sequenz. Die wird schon vollkommen gerendert und berechnet. Und ihr seht, ja, der Mini-PC ist so gut wie gar nicht ausgelastet. Das Spiel ist äußerst ressourcensparend, also sowas geht hier tadellos. Legen wir mal eine Schippe drauf. Wir müssen aber immer noch im Hinterkopf behalten, was wir hier für ein Gerät haben. Das heißt, nehmen wir einfach mal Asphalt. Das hat dann doch etwas mehr Anforderungen. Ihr seht, wenn allein schon das Spiel startet, geht hier der Energieverbrauch deutlich hoch. Wir liegen jetzt hier um die 40 bis 50 Watt. So, ihr seht, der Start war eigentlich problemlos. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Gut, ist jetzt hier von der Seite ein bisschen schlecht spielbar. Aber ich sag mal so, besser als gedacht. Deutlich besser als gedacht. Also das läuft wirklich flüssig. Und schwupp bin ich der Polizei ins Netz gegangen.
mal zur Seite. Yep. Aber wie gesagt, das reicht für den Test aus. Ihr habt gesehen, das läuft auch flüssig. Wir liegen um die 30 bis 50 Watt. Und ganz wichtig, wir machen hier mal den Ton ganz leise. Ich höre ein ganz leichtes Summen. Ich weiß nicht, ob ihr es wahrnehmt. Ich stelle mal das Gerät hier vor. Und während das Spiel noch läuft, schauen wir mal, wie laut das Gerät ist. Also ich nehme es kaum wahr. Beim Messgerät kann es fast nicht messen, denn 30 dB ist das niedrigste, was ich messen kann. Das heißt, beim Messgerät nimmt den PC gar nicht mehr richtig wahr. Wir sind um die 30 bis 35 Dezibel, das ist extrem leise. Das heißt, es läuft manchmal ein Lüfter, aber der ist so leise, dass ich ihn kaum höre. Das heißt, hier hat mich das Gerät jetzt sehr stark überzeugt. Dass Asphalt noch läuft, hätte ich eigentlich nicht mehr gedacht, denn wir haben ja keine einzelne Grafikkarte drin. Die GPU ist ja quasi Teil der CPU und die CPU macht das quasi alles mit bei AMD hier und dementsprechend hätte ich eigentlich nicht mehr gedacht, dass dieses Spiel jetzt hier läuft. Ich gehe aber mal davon aus, aktuelle, neueste Titel könnt ihr natürlich dementsprechend hier nicht mehr ohne Probleme drauf spielen. Da müsst ihr wahrscheinlich dann die Auflösung bis zum geht nicht mehr runterschrauben oder es wird gar nicht erst starten. Wie gesagt, dafür ist aber so ein Mini-PC auch nicht gedacht und schon gar nicht in dieser Preisklasse. Da bin ich schon sehr erstaunt, dass das hier überhaupt funktioniert hat. Also top. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit von diesem kleinen Power-Teil hier oder ich gebe einfach mal meinen Senf dazu. Wichtig zu erwähnen, es ist wirklich ein sehr kleiner, kompakter Mini-Computer, der für meine Verhältnisse wirklich sehr viel leistet. Was ich mir jetzt hier noch gewünscht hätte, wären 32 GB Arbeitsspeicher, aber bei der aktuellen Speicherknappheit ist das momentan bei mir nicht drin. Man kann aufrüsten, werde ich vielleicht früher oder später auch noch mal machen. Aktuell müssen wir mit 16 GB hier klarkommen. Ihr habt aber gesehen, alles, was ich machen wollte, hat funktioniert. Besonders erstaunlich war, dass der Videoschnitt so gut funktioniert hat. Das heißt, Full-HD-Video kein Problem, UHD und 4K-Video in einfacherer Variante eigentlich auch kein Problem. Wenn ihr ein paar Effekte dazu macht, müsst ihr ein bisschen mit der Auflösung in der Vorschau runtergehen bei Premiere. Da geht es aber auch 8K-Rendering. Absolut katastrophal, einfach nicht schön, nicht zu empfehlen. Aber das reicht hier ohne Probleme aus. Da könnte ich sogar in meiner Werkstatt ein bisschen Rohschnitt vorbetreiben. Besonders beeindruckt hat mich hier das Gaming. Wichtig zu erwähnen, wenn sogar Asphalt hier drauf läuft, dann laufen wahrscheinlich auch einfachere Spiele, vielleicht sogar Fortnite oder ähnliche Dinge in abgespeckter Version ohne Probleme hier drauf. Oder naja, ohne Probleme möchte ich nicht sagen, aber es könnte funktionieren. Wichtig, das ist keine Game-Maschine, sondern ein Allrounder, ein Office-Paket, ein Mini-PC, mit dem man wirklich überall energiesparsam arbeiten kann und das macht er wirklich gut, besonders bei dieser klitzekleinen Größe und bei dieser Wahnsinnsausstattung an Anschlüssen, die hier drauf sind. Also da gibt es nicht viel zu meckern. So, was bleibt uns guter Letzt noch zu sagen? Wichtig zu erwähnen, Geekom gewährt hier auf den A7 3 Jahre Garantie und laut eigenen Angaben durchgehenden Kundensupport. Somit seid ihr mit dem Teil relativ gut aufgestellt. Wichtig eine Frage an euch, wo würdet ihr so einen PC einsetzen? Würdet ihr euch so einen kleinen PC kaufen? Denn gerade aktuell, wenn die großen PCs so teuer sind, ist eine Zusatzanschaffung, wenn man sich gerade einen zweiten PC anschaffen will, vielleicht sogar eine Überlegung wert, ob man so einen Mini-PC nimmt. Das hängt natürlich aber immer von der eigenen persönlichen Situation ab. Teilt mir das einfach doch mal unten in den Kommentaren mit. Wenn ihr euch hier für diesen Mini-PC interessiert, ganz wichtig, der aktuelle Preis schwankt immer etwas, deswegen Link zu dem Produkt wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr die aktuellen Preise und die Verfügbarkeit zu diesem Gerät. Damit bin ich auch am Ende des Videos angekommen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meine Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.